Hallo, ich bin die Sonja aus Bayern und möchte mein Feedback für das 9010 Medbed abgeben. Meine Geschichte ist ein bisschen ungewöhnlich, weil meine Erfahrung relativ kurz ist und dazu gibt es halt eine besondere Geschichte. Ich habe im Dezember letzten Jahres das Medbed zufällig, also per Zufall gefunden und war natürlich gleich begeistert, weil ich mich schon seit Jahren mit Quantenenergie, Quantenheilung, Quantenverschränkung und Frequenzen beschäftige und war natürlich sehr interessiert. Ich habe es natürlich sofort probiert, es zu aktivieren und bin aber ein bisschen auf Missverständnis von meinem Mann getreten, obwohl er sehr krank ist, und es war eben meine Hoffnung, dass eben hier wir etwas verändern könnten. Und habe dann gesagt, okay, ich mag das auf alle Fälle ausprobieren, und habe das alles aktiviert, aber an diesem Tag ging es meinem Mann dann extrem schlecht, und dann habe ich gesagt, okay, das probieren wir gleich bei ihm aus, und habe natürlich dann nichts von den 8 Stunden getestet. Das Ergebnis war aber trotzdem so, dass mein Mann gesagt hat, okay, er hat gar nichts gespürt und keine Veränderung wahrgenommen, wobei er also eben einer ist, wo nicht sehr feinfühlig ist und eben halt auch nicht so offen gegenübersteht. Und dann waren aber die 8 Stunden vorbei und ja, dann kurz darauf habe ich gesagt, na, jetzt möchte ich ausprobieren, und habe wieder alles vorbereitet für mich. Und dann war es aber so, dass eben genau wieder an dem Tag eben so ein richtiger Einbruch war bei der Krankheit meines Mannes, dass ich dann wieder gesagt habe, na, ich probiere das einfach aus, auch wenn es er nicht mitkriegt, um zu testen, vielleicht geht es einem trotzdem ein bisschen besser danach oder ist es nicht wieder gleich ganz so schlimm. Und habe dann aber das wieder aktiviert, aber dann ein paar Minuten bei mir ausprobiert, habe das Medbed mit 9010 Medbed aktiviert und habe auch sofort dieses Energiefeld gespürt. Es war wie, ja, wirklich wie ein Bett außenrum, komplett eingebettet in einem Energiefeld, wie man, ja, wo man sich richtig wohl gefühlt hat. Also eigentlich so, aha, ist das schön, also da möchte man gar nicht raus. Dann haben wir gedacht, ja, okay, gut, das ist schon mal eine coole Sache und alles, aber natürlich wollte ich die Zeit nutzen, dass ich eben meinen Mann unterstützen kann, und habe dann das für mich wieder abgebrochen und das eben dann auf ihn wieder aktiviert, ohne dass er das mitgekriegt hat, weil er so schlecht benannt war, dass er das gar nicht gemerkt hat. Und kann natürlich jetzt auch am nächsten Tag in der Früh auch nicht groß irgendwas sagen, weil er ja dann nur geschlafen hat und durch das, dass er so schlecht benannt ist, natürlich auch keine wesentliche große Veränderung war, dass man sagt, okay, man könnte jetzt irgendwas aufs Medbett zurückführen. Das war natürlich dann jetzt für mich negativ, weil ich einfach ja dann das Kontingent erschöpft war für die 8 Stunden zur freien Verfügung, und habe das dann jetzt erst einmal beiseite gelegt. Und ja, jetzt ist es so, dass wir in einem Status sind, wo eben endlich nach 7 Jahren einer Krankheit eine Diagnose gefunden worden ist, wobei das halt so sagt, er hat eine Genmutation, eine erworbene Genmutation, die Krankheit ist sehr neu, gibt keine Behandlungen und auch keine Heilung. Und jetzt ist mir natürlich das Medbed wieder in den Sinn gekommen, dass ich sage, okay, da kann man mit Sicherheit vielleicht irgendwas bewirken. Und obwohl er, weiß ich, als Mediziner, dem jetzt ein bisschen skeptisch gegenübersteht, ist er zumindest bereit, es auszuprobieren. Ich werde es auf jeden Fall jetzt für mich anbieten, in der Forschungsgruppe teilzunehmen, das heißt für mich, und gleichzeitig auch dann für meinen Mann sprechen, wenn das irgendwie möglich ist, weil es natürlich sehr interessant ist, ob sich da gerade bei solchen schwerwiegenden Erkrankungen wie Genmutationen Möglichkeiten gibt, eben Verbesserungen festzustellen in Bezug auf Blutwerte, Befinden, Zurückgehen von Entzündungen, Schmerzrückgänge und. Und das natürlich mit einer einzigen 8-stündigen Behandlung natürlich nicht damit zu rechnen ist, da große Veränderungen zu haben. Deswegen eben eine konstante Hilfe vom Medbed notwendig ist, und deswegen habe ich vor, dass ich mich für die Forschungszwecke bereitstelle
und dann aber auch gleichzeitig dann auch hergehe und dokumentiere, ob sich bei meinem Mann was verändert. Wir hoffen, dass das funktioniert, dass das möglich ist, dass uns die Chance gegeben wird, das zu machen und eben festzustellen, welche Heilerfolge oder welche Verbesserungen möglich sind durch das Medbed 9010. Und ja, das Video ist jetzt einfach mal der Einstieg. Sollte es funktionieren, werde ich jetzt jede Woche ein Video mit dem aktuellen Stand geben, was sich in einer Woche ergeben hat, und hoffe natürlich, dass man irgendwo was Positives berichten kann. Also wenn das so klappt, dann melde ich mich in einer Woche. Okay, also dann tschüss, servus.